Herzlich willkommen. Ich bin gerade dabei, mich um die Lenkradreinigung zu kümmern. Als ersten Schritt kleben wir hier das Klebeband auf das Lenkrad, auf den klavierlackierten Bereich, damit wir den mit der Lenkradreinigung oder bei der Lenkradreinigung nicht zerkratzen. Wie wir dabei genau vorgehen und worauf es ankommt, sehen wir jetzt. So, wir starten mal durch, haben ein stark verschmutztes Lenkrad nach knapp 100.000 Kilometern, also eigentlich der Normalzustand, wenn man fährt und wenig reinigt. Wir zeigen hier 3 Methoden, einmal die Unterhaltsreinigung, die man wirklich selbst regelmäßig machen sollte, einmal die, sage ich mal, Profi-Reinigung und dann die Reinigung vor einer Reparatur, dazu gleich mehr. Wie bereits angekündigt, der erste Schritt ist das gründliche Abkleben aller nicht zu reinigenden Flächen, insbesondere lackierten Flächen, damit wir das nicht zerkratzen. Wir starten mit der sanften Reinigung, nehmen dafür den Lederreiniger Mild und ein Schaumstoffschwämmchen. Das ist wirklich eine Reinigung, die für den Zustand schon zu mild ist, aber für die regelmäßige Unterhaltsreinigung deines eigenen Lenkrads optimal geeignet ist. Anschließend mit einem hochwertigen, Achtung, hochwertigen Mikrofaser oder Baumwolltuch abwischen und wir sehen schon, wir haben ein gutes Ergebnis und wirklich eine hohe Reinigung im Vergleich zu vorher und auch im Vergleich zu den Flächen links und rechts. Um überschüssigen Reiniger nochmal runterzunehmen, bevor wir später noch die Versiegelung auftragen, gehen wir einmal mit Reinigungsbenzin über das Leder und entfernen alle überschüssigen Reiniger und dann sehen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Mattierung. Mattierung heißt in diesem Fall gleich sauber, denn Leder glänzt nur, wenn es dreckig ist oder ein sehr altes Leder glänzt auch. Das ist hier aber nicht der Fall. Für die Profi-Reinigung verwenden wir den Lederreiniger Stark und die Lederreinigungsbürste von Colorlock, tragen ein bisschen Lederreiniger Stark auf die Bürste auf und bürsten ohne Druck gleichmäßig über alle Bereiche. Achte hierbei darauf, dass das Leder nicht zu nass wird, denn zu viel Nässe und zu viel Chemie ist nicht gut fürs Leder. Arbeite da lieber mit der Bürste. Auf Empfehlung von Lederzentrum ist das wirklich sinnvoller als zu viel Chemie. Wenn der Schaum nachlässt, dosierst du noch ein bisschen nach und bearbeite immer nur Teilbereiche des Lenkrads, wie hier zum Beispiel von Schnittteil zu Schnittteil und wisch dann ab. Für die engen Bereiche an den Klavierlackleisten nehme ich nochmal ein Schwämmchen, um halt wirklich da auch in jede Ecke ranzukommen und das Leder gleichzeitig nicht zu beanspruchen und wische dann wieder mit einem hochwertigen Mikrofasertuch den überschüssigen Reiniger runter. Wie gesagt, immer nur Teilbereich für Teilbereich behandeln. Auch hier Lederreinigungsbenzin gerade da sehr wichtig, denn der Lederreiniger Stark ist nachfettend und das wollen wir jetzt nicht auf der Oberfläche haben. Wir können auch alternativ mit einer Essig-Wasserlösung rüberwischen, um das Leder vom pH-Wert wieder zu neutralisieren, denn der Reiniger Stark ist leicht alkalisch, von daher ist das sogar sehr empfehlenswert, um das Leder lange geschmeidig und intakt zu halten, denn Leder hat einen leicht sauren pH-Wert. Einfach Essigessenz mit Wasser 1:10 ungefähr mischen und einmal abwischen, bevor am Ende versiegelt wird. Ich glaube, man sieht den Reinigungsunterschied hier sehr stark und auch im Vergleich zum oberen Bereich des Lenkrads ist doch noch mehr Reinigung vorhanden. Achtung, Achtung, Achtung! Diese Methode ist nur was für die Reparaturreinigung. Das heißt, wenn das Lederlenkrad danach mindestens eine neue Klarlackschicht bekommt oder komplett lackiert wird, denn hier arbeiten wir mit Lederreiniger Stark und einem sogenannten Zauberschwamm, also einem abrasiven Melaninschwamm. Und du wirst auch gleich sehen, warum. Beim Reinigen mit diesem Melaninschwamm entfernen wir den Topcoat zum Teil und nehmen sogar schon Farbe mit runter. Und wie gesagt, das ist nichts für eine Unterhaltsreinigung, auch nicht beim Profi, sondern nur, wenn das Lenkrad oder Leder generell danach aufarbeitet werden soll in Form von Färben und Lackieren. Aber es ist natürlich eine ultraschnelle Methode, wenn das der Fall ist, um einfach viel Zeit zu sparen, wenig Reinigereinsatz haben zu müssen, denn viel Reiniger sorgt auch wieder für Fett, denn es ist nachfettend und muss wieder entfernt werden vor dem Schleifen und hier kann ich mit relativ wenig Reiniger ein schnelles Ergebnis erzielen. So, ich denke, wir vergleichen jetzt nochmal vorher und nachher, um einfach mal zu sehen, wie die verschiedenen Methoden funktionieren und da werden wir sehen, oder da sehen wir jetzt, dass insbesondere die Reinigung mit der Bürste und mit dem Melaninschwamm das gleiche Ergebnis gebracht hat. Aber die Reinigung mit dem Melaninschwamm ist noch ein bisschen matter, weil aber auch das Leder ein bisschen beschädigt wurde und deutlich schneller. Deswegen nur die Reparaturreinigung. Die Reinigung mit der Bürste hat ein perfektes Ergebnis geliefert. Das Leder sieht top aus, ist schnell gereinigt und bereit gepflegt zu werden. Wie gesagt, der obere Bereich ist noch ein bisschen dreckiger als der Rest. Deswegen Lederreiniger Mild und Schwämmchen für die Unterhaltsreinigung oder mehrfach wiederholt für alle, die viel Zeit haben. Für einen Profi würde ich den Lederreiniger Stark empfehlen. Und jetzt geht es an den Schutz des Leders. Nach der Reinigung ist die Pflege von Leder ganz wichtig, um einfach den pH-Wert wieder anzugleichen und das Leder gegen Neuanschmutzung zu schützen oder aber auch zu nähren. Und da gibt es immer die typischen Fragen, nämlich Lederversiegelung oder Lederprotektor oder sogar beides. Und mal wieder kommt es darauf an. Also bei neuen Ledern, die wirklich noch top sind, Lederzentrum sagt so bis 3 Jahre ungefähr. Wir machen es bei allen neueren Ledern, ist die Lederversiegelung vollkommen ausreichend. Da ist das Leder wirklich noch so intakt, dass man nicht mit dem Protektor nachpflegen muss. Der Protektor macht zwar nicht richtig Glanz, aber er macht schon mehr Glanz als die Versiegelung. Den Protektor würde ich immer empfehlen, wenn ich wirklich angegriffene Leder habe. Auch hier 84.000 Kilometer Lederlenkrad, das von der Oberfläche noch intakt ist.
könnte man mit dem Protektor nachpflegen. Bei so einer intensiven Reinigung, also spätestens, wenn ich mit dem Lederreiniger stark dran war und wirklich den Schmutz runternehme, erst die Lederversiegelung auftragen, einfach mit dem Schwämmchen aufreiben, dann noch einmal nachwischen, 24 Stunden stehen lassen und am nächsten Tag bei älteren Ledern nochmal den Lederprotektor hinterher. Das ist hier schon durchaus so, dass der Protektor noch durch die Versiegelung durchwirkt. Also es ist keine komplett abgeschottete Schicht, sondern sie sorgt einfach dafür, dass die Oberfläche nicht mehr so stark anschmutzt und leichter zu reinigen ist. Deswegen ist die Kombi wirklich sinnvoll. Bei allen neuwertigeren Ledern kann man sich den Protektor sparen, da reicht dann die Lederversiegelung aus. An der Stelle habe ich gerade schon mal gesagt, aber nochmal der Hinweis, Melaninschwamm immer mit Vorsicht zu betrachten. Da geht ziemlich sicher der Topcoat bei kaputt, wird mit abgetragen. Das heißt, es ist eine Reinigung von der Reparatur, wenn man mindestens den Topcoat auffrischt. Bei Lenkrädern haben wir aber oft so eine starke Verschmutzung, dass wir das einfach brauchen, um das ganze Fett runterzuziehen und um wirklich mal die oberste Schicht mit abzuschleifen, damit auch wirklich eine gute Haftung zu sehen ist. Wir haben es jetzt bewusst hier mit reingenommen, weil es auch eine häufige Frage ist. Und deswegen jetzt nochmal zusammenfassend die Empfehlung für gepflegte Lenkräder und die Unterhaltspflege, also wenn du es selber zu Hause machst, alle 3 bis 6 Monate oder wenn du mehr fährst, auch mehr. Wir sagen immer so alle 5000 Kilometer ungefähr. Lederreiniger mild, ein Schwämmchen, danach Versiegelung, wunderbar geeignet, um regelmäßig nachzupflegen. Wenn du mal stärker reinigst oder beim Profi sozusagen eine Profireinigung bei deinen Kunden machst, gerne Lederreiniger stark und die Bürste, dann am besten den pH-Wert wieder neutralisieren. Lederreiniger stark ist leicht alkalisch, also gerne mit ein bisschen Essigwasserlösung einmal neutralisieren. Lederreinigungsbenzin, alle Seifenreste runternehmen und dann mit Versiegelung und gegebenenfalls Protektor nachpflegen. So ist auch das Lederlenkrad immer tipptopp fresh und bleibt lange erhalten, greift sich nicht so schnell ab und sieht immer super aus. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!